Hallo zusammen, macht doch mal Urlaub in Deutschland. Deutschland ist so schön. In den letzten Jahren sind wir immer in den Urlaub weggefahren. Weiter, noch weiter, noch weiter. Einer wollte den anderen übertreffen. Und dabei ist es so schön in Deutschland. Wir haben eine tolle Natur direkt vor unserer Haustür. Nur 3,5 Kilometer entfernt von Freudenstadt, mit dem größten Marktplatz Deutschlands, liegt dieser kleine, idyllische Naturcampingplatz. Um den Campingplatz herum fließt ein kleiner, wildromantischer Bach, ganz allerliebst. Und in der Umgebung des Campingplatzes finden wir so kleine Seen wie hier und Moore. Eine ganz ausgewogene Natur. Was kann eigentlich schöner sein, Camping zu machen in so einer ganz tollen Natur? Und diesen Campingplatz werde ich euch jetzt vorstellen. Weil ich gleich so ein schönes Plätzchen hier am See gefunden habe, kann ich euch jetzt noch erzählen, was den Campingplatz noch so interessant macht. Er ist der Ausgangspunkt für ein ausgedehntes Wander- und Radnetz im Nationalpark Schwarzwald. Für Familien mit Kindern sehr zu empfehlen. Der Herrenwieshof, nur 2 Kilometer in Richtung Freudenstadt linker Hand. Es ist ein ganz bezaubernder Tierbegegnungshof, mit viel Liebe von den Besitzern geführt. Hautnah am Tier ist man zum Streicheln, Füttern, Beobachten, Reiten und Spazieren gehen. Die netten Betreiber verlangen keinen Eintritt, sie führen ihren Hof mit Spendengeldern und da gibt man gern mal ein paar Euro. Über den Berg, nach 21 Kilometern in Rippoldau-Schabach, findet ihr den gut besuchten alternativen Wolf- und Bärenpark. Nur 4,5 Kilometer weiter bis zu einem Parkplatz findet ihr mitten im Wald den 32 Meter freifallenden Burgbach-Wasserfall. Von da aus nur nochmal 7 Kilometer bis zum Parkplatz Glaswaldsee. Dort ist ein urzeitlicher Eissee. Einer der letzten Karseen im Schwarzwald zu finden. Also könnte man diese 3 Ausflugsziele, den Bärenpark, den Burgbach-Wasserfall und den Glaswaldsee, gut an einem Tag miteinander verbinden. Weiter geht's. Nur 4 Kilometer in Freudenstadt findet ihr das große Panoramabad. In einer Stunde, das sind 50 Kilometer, seid ihr am Baumwipfelpfad mit Wildlein in Bad Wildbad. Sehr sehenswert sind auch die naturbelassenen Wasserfälle Allerheiligen. 34 Kilometer braucht ihr bis dahin. Und 45 Kilometer bis zum schönen Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach. Für geschichtlich Interessierte kann ich die Burg Hohenzollern bei Bissingen empfehlen. 65 Kilometer vom Campingplatz. Und in nur knapp 2 Stunden mit dem Auto seid ihr schon am größten Binnensee Deutschlands, dem Bodensee. Das sind 140 Kilometer vom Campingplatz. 35 Kilometer braucht ihr bis zum Mummelsee, am Fuße des höchsten Berges im Nordschwarzwald, der Hornisgrinde. Auf dem gleichen Wegabschnitt, 21 Kilometer vom Campingplatz, liegt der Lotharpfad. 1,5 Kilometer zum Laufen, Klettern und Steigen, für Kinder sehr zu empfehlen. Am Titisee, dem bekanntesten und touristisch vermarktesten, trotzdem sehr schönen See, seid ihr mit dem Auto in 1,5 Stunden 108 Kilometer. Danach nochmal 22 Kilometer und ihr seid am großen Schluchsee. So, und nun zu guter Letzt noch ein Vorschlag. Nicht nur für Familien mit Kindern, sondern interessant für alle Altersklassen, der fantastische Europapark. Ihr braucht vom Campingplatz 90 Kilometer in einer 1,5 Stunde. Plant auch den ganzen Tag ein. Der Park ist so schön, da merkt man nicht, wie die Stunden vergehen. Aber nun genug von den Ausflugszielen, jetzt geht's zur Vorstellung des Campingplatzes. Gleich am Anfang wird man begrüßt von 3 sehr schönen Holzblockhäusern. Und Liebe zur Natur. Mit diesen sehr schönen Schnitzereien durchzieht sich der ganze Campingplatz. Beim Eintritt in den Campingpark fällt auch sofort der Blick auf das beheizte Schwimmbad. Und das schöne, saubere, blaue Wasser macht schon mal so richtig Lust auf Urlaub. Das Rezeptionsgebäude ist schön groß und hell.
Und beim Einchecken und einem freundlichen Gespräch mit den Betreibern des Campingplatzes, der Familie Eiermann, steht einem entspannten Campingurlaub nichts mehr im Wege. Und jetzt gleich mal zu den Sanitärgebäuden. Eines von den beiden erreicht man über diese kleine Holzbrücke, die den Bach überquert. Sehr positiv, eine behindertgerechte Dusche, WC und Waschbecken. Was ich auch sehr schön finde, dass man hier an kleine Kinder gedacht hat. Sie haben ihr eigenes Waschbecken, WC und ihre eigene Dusche. Man kann auch Familienkabinen mieten. Waschräume, WC und Duschen sind modern und sehr sauber. Es gibt Abwaschplätze im Freien und auch im geschlossenen Raum. Eine Mikrowelle und eine Tiefkühltruhe. Natürlich auch für ausreichend Waschmaschinen und Trockner ist gesorgt. Müllentsorgung, Mülltrennung und chemische Toilette in einem top sauberen Zustand. Ein Fußballspiel mit Gleichgesinnten anzuschauen, das geht hier auch. Die hauseigene Gaststätte mit täglich wechselndem Tagesessen und hausgemachten Kuchen. Hier mit dem Campingnachbarn oder mit der Familie zu sitzen im Sommer bei einer lauschigen Nacht, das macht bestimmt Spaß. Wifi frei und vorhanden. Und hier nochmal ein reichhaltiges Angebot an Ausflugszielen. 120 Stellplätze gibt es hier bei einer Gesamtfläche von 110 Quadratmetern. Sie sind aufgeteilt in 3 unterschiedlichen Terrassen und die meisten Stellplätze sind unten am Bach. Ich gehe jetzt zu den Stellplätzen an der obersten Terrasse. Hier sieht man gut, wie der Campingplatz in Terrassen angeordnet ist. Dieses kleine und 1 Kilogramm leichte Zelt wird nur von 4 Wanderstöcken gehalten. Ein junges Pärchen wird heute die Nacht hier verbringen. Sie gehen den Westweg, haben sie mir freundlicherweise erzählt. Sind den 4. Tag unterwegs und haben noch 3 Tage vor sich. Jetzt laufe ich am unteren Campingplatz vorbei, wo der wild romantische Bach fließt. Und hier gibt es das zweite Sanitärgebäude. Na, das finde ich auch klasse. Man schließt die Kabine ab und hat ein WC, eine Dusche und ein Waschbecken in einem Raum. Und auch hier finden wir nochmal die Möglichkeit, die Chemietoilette zu entsorgen. Überall am Gelände hübsche kleine Holzbrücken und wunderschöne Wanderwege. Camping ist schön. Jubiläum. Keiner guckt mich an. Prost.
Und jetzt zeige ich euch noch die unmittelbare Umgebung des Campingplatzes. Etwas wackelig. Das macht Spaß. Hier findet ihr erstmal 2 kleine Teiche. Es sind Moorteiche. Danach wieder auf festem Untergrund eine Tischtennisplatte und ein Beachvolleyballfeld. Ist das nicht eine herrliche Natur? So ein richtiges kleines Moorgebiet mit Stegen, dass man das Moor überqueren kann, dass man nicht einsinkt und dass man die Tier- und Pflanzenwelt nicht beschädigt. So richtig schön. Diese Ruhe und das Zwitschern der Vögel. Hier darf Natur sein, was sie ist. Nur ein kleines Stück durch den Wald und ihr seid an einem größeren Moorteich. Ausgestattet mit 2 Grillplätzen und vielen Sitzmöglichkeiten steht einem Grillabend in Familie oder mit Freunden oder mit Campingnachbarn in freier wilder Natur nichts mehr im Weg. Mit dieser Luftaufnahme sieht man schön den Moorsee, den Grillplatz, den kleinen Streifen Wald dazwischen und den angrenzenden Campingplatz. Eingebettet in viel, viel Wald. Ein kleiner Wehmutstropfen. Neben dem Campingplatz verläuft die Bundesstraße 28. Sie führt hoch zur Schwarzwald-Hochstraße B500. Prost. Schön, dass wir im Schwarzwald sind. Meine Familie, Eiermann. Gefällt Ihnen hier? Ja, wir sind das zweite Mal hier. Natur Natur pur. Häuser sind auch gut, oder? Wunderbar. Klasse. Super. Schön ausgestattet. Ja. Sehr schön. Lohnt sich hierher zu kommen. Es lohnt sich. Dann bedanke ich mich bei Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Gleichfalls. Danke. Mit dieser Aufnahme des Eingangsbereiches vom Naturcamping Langwald möchte ich mich an dieser Stelle verabschieden. Hab aber noch einen kleinen Tipp. 5 Kilometer vom Campingplatz entfernt. Wenn ihr motorisiert hier Urlaub macht, dann kommt ihr an dieser einmaligen Retro-Tankstelle aus den 60ern nicht vorbei. Sie ist einzigartig in Deutschland. Ein bisschen verrückt, sagt der Besitzer Herr Zink selbst. Lasst euch ganz einfach mal mit einem Zeitsprung in die 60er zurückversetzen. Schaut mal vorbei, ihr werdet begeistert sein.